das einzige Element, was in der LFP-Batterie wirklich Wert hat, ist das Lithium. Und das reicht einfach nicht aus. Und wenn man das dann vergleicht, dann muss man sich schon die strategische Frage stellen, von Europa aus auch her, was möchte man? Möchte man abhängig sein von einer Produktionskette, die im Moment hauptsächlich über Asien läuft? Oder wollen wir hier vor Ort eine Produktionskette aufbauen, wo wir diese kritischen Rohmaterialien über und über wieder in einer neuen Batterie einsetzen können? Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Ja, liebes Publikum, wir reden heute noch einmal über Batterierecycling. Das haben wir ja auch schon mit Dr. Lilian Schwich von Scilab getan. Heute reden wir aber über pyrometallurgisches Recycling, quasi diesen Prozess, den Scilab jetzt nicht anwendet. Und dazu rede ich mit einem ganz tollen Gast, und zwar Cedric Demonti. Grüß dich. Hallo. Cedric, du bist Vice President Battery Recycling Solutions bei Umicore, einem Unternehmen, was wir in der Kommunikation relativ häufig sozusagen als Beispiel nehmen. Ihr recycelt Batterien auch aus Deutschland und das schon seit vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, ob den Hörern und Zuschauern das bewusst ist. Ganz, ganz viele Batterien, die wandern eben zu euren Hochöfen und werden dort recycelt. Nicht erst seit gestern, sondern seit vielen, vielen Jahren. Ja, Cedric, beim pyrometallurgischen Batterierecycling, da werden Batterien ja bei sehr, sehr hohen Temperaturen jenseits der 1000 oder 1200 Grad Celsius aufgeschmolzen. Leicht provokante Frage zu Beginn dieses Podcasts. Hat dieses Verfahren eigentlich den Namen Recycling verdient? Weil diese Altakkus, die werden ja mehr oder weniger in den Hochöfen einfach verbrannt. Jetzt mal ausgedrückt für Laien. Ja, ist schon eine wichtige Frage, was man eigentlich unter Recycling versteht. Bei Umicore ist es so, dass wir den Ansatz haben, dass wir wirklich Kreislaufwirtschaft haben möchten. Das heißt, wir möchten die Endprodukte wieder zurückbringen in die Produktionsketten mit der gleichen Qualität. Und das machen wir heute schon im Großmaßstab, auch für andere Produkte. Um es mal ein Beispiel zu bringen, wir machen das heute schon mit gebrauchten Autokatalysatoren, wo wir diese gebrauchten Katalysatoren in Hoboken, das ist in der Nähe von Antwerpen, wieder aufarbeiten durch eine Pyrometallurgie und sie dann am Ende des Tages die einzelnen Metalle wieder einsetzen können in neuen Katalysatoren. Für Batterien machen wir genau das gleiche Prinzip, denn es geht sich ja darum, diese kritischen Rohstoffe wie Kupfer, Kobalt, Nickel und auch Lithium zurückzuholen. Und da machen wir genau die gleiche Situation, um zu sagen, okay, wie kriegen wir diese Metalle aus dieser alten Batterie beziehungsweise aus den Produktionsabfällen heraus, bringen sie auf dem gleichen Niveau der Qualität zurück, um sie in neuen Batterien wieder einzusetzen. Das ist nämlich das Ziel und ich glaube, das ist auch der Ursprung, den man haben wollte mit Kreislaufwirtschaft. Jetzt sagten Sie natürlich, dass Batterien bei uns verbrannt werden. Bin ich nicht so ganz mit einverstanden. Da würde ich jetzt gerne einen Schritt zurücknehmen und mal ein bisschen Einblick geben auf unsere Technologie. Man muss zuerst wissen, dass Batterien ein sehr komplexes Materialgemisch ist. Da steht jede Menge Sachen drin und nicht nur allein die kritischen Rohmaterialien. Es gibt auch Verbindungen, es gibt chemische Elemente, Binder und so weiter und so fort. Und jeder Recycler muss sich dieser Komplexität ausstellen und eine Lösung dafür finden. Und die zweite Sache ist, dass die Batterieregulation auch sagt, ihr müsst eine 70-prozentige Recycling-Effizienz haben und hinzu über 95% Kupfer, Kobalt und Nickel zurückgewinnen und über 80% Lithium zurückbringen. Das heißt, man muss sich diesen zwei Elementen auseinandersetzen und sagen, okay, was ist jetzt mein bester Prozess, um das zu schaffen? Und genau darauf gehen wir heute nochmal ein, Cedric. Wir reden nicht nur über die Pyrometallurgie, sondern eben auch über die Hydrometallurgie. Jetzt nochmal zu dieser Frage. Die war ja sehr provokant gewählt, ob man das Verfahren da pyrometallurgisch überhaupt Recycling nennen darf. Warum frage ich das? Weil sich ja für Laien dieses Recycling immer sehr schön sauber anhört. Aber wir reden in der Realität ja über Schmelzwerke und das ist eben doch sehr energieintensiv und eben nicht ganz abgas- und emissionsfrei. Insofern frage ich mich ganz einfach, wie Nachhaltigkeit bei euch definiert wird. Nachhaltigkeit ist ein komplexes Thema und man muss natürlich auch schauen, dass man alle Elemente in Betracht anzieht. Das heißt, wenn man über Recycling spricht, dann muss man auch
alle Schritte, die notwendig sind, von einer Altbatterie zu einer neuen Batterie in Betracht ziehen. Und die Pyrometallurgie ist natürlich ein erster Schritt, der auf Hochtemperatur arbeitet. Und da werden die Batterien verschmolzen. Das stimmt. Man hat dann auch einen Schornstein, das stimmt auch. Aber die Abgase werden abgefangen, die werden gereinigt, sodass wir keine schädlichen Emissionen haben. Und dann wird die Legierung weiterverarbeitet in einer Hydrometallurgie. Wenn man jetzt über Nachhaltigkeit spricht, dann muss man natürlich schauen, okay, was gibt es an CO2-Ausstoßen in den einzelnen Schritten? Und da muss man auch schauen, was hat man an direkten Ausstößen, indirekten und über die einzelnen Reagenzen, die notwendig sind. Und da ist eben, wenn man all diese Elemente zusammennimmt, die Pyro-Hydro-Kombination, die wir vorstellen, einer der saubersten Prozesse, die es gibt. Und das haben wir auch unabhängig von dem Öko-Institut auch validieren lassen, um wirklich zu schauen, okay, wie sieht das denn aus? Und auch holistisch mal wirklich nachzuschauen, was ist Nachhaltigkeit? Und wenn wir das nehmen, dann sind wir schon davon überzeugt, dass wir A, wirklich recyceln und B, dass wir es nachhaltig auch machen. Das deckt sich total mit meiner Recherche, die ich vor dem Podcast hier gemacht habe. Cedric, dieses pyrometallurgische Recycling, das ist offenbar ja sehr energieintensiv und trotzdem ist es gar nicht so ineffizient, wie man denken würde. Das musst du trotzdem mal erklären anhand von Zahlen. Warum ist denn das so? Warum gilt das als relativ effizient sogar, kann man sagen? Ich sag mal, die Regulatorik gibt ja schon vor, dass man über 70% Recycling Efficiency im Generellen haben muss. Und dann kommen sie ja wieder auf die 95% Kobalt, Kupfer, Nickel und 80% Minimum Lithium. Der Vorteil der Pyrometallurgie ist, dass durch diese Hochtemperatur wir sicher gehen können, dass jedes Atom nicht verloren geht und wirklich da geht, wo wir es gerne hätten, sodass wir es wieder aufbereiten können. Und durch die Hochtemperatur in unserem Hochofen kreieren wir an sich 3 verschiedene Fraktionen. Und eine dieser Fraktionen, das nennen wir die Legierung, das ist die schwerste Fraktion. Da geht dann das ganze Kupfer, Kobalt und Nickel rein und wir holen wirklich über 95% zurück aus der Altbatterie. Auf der anderen Seite haben wir eine Leichtfraktion, das ist die Flugasche, die wir es nennen. Da drücken wir das Lithium rein und wir sind mit unserem Prozess fähig, über 90% Lithium zurückzuholen. Und wir schauen auch wirklich, wenn wir das kalkulieren, wirklich von Anfang bis zum Ende. Weil man muss ja auch sagen, wenn man das rechnet, ja, wie viel war in der ursprünglichen Batterie drin und was kann man wieder in die Produktionskette danach wieder zurückbringen. So kalkulieren wir das. Wir gehen nachher nochmal ganz ins Detail, was den Elektrolyten angeht, was Graphit angeht, was Lithium angeht, Nickel, Kobalt, Mangan und eben auch Kupfer. Ja, Cedric, jetzt springen wir nochmal zurück. Ihr von Umicore, ihr betreibt ja eben diese Hochöfen da in Hoboken in Belgien. Da habt ihr mehrere Anlagen, die eben Pyrometallurgie betreiben. Gib uns da mal ein paar Zahlen und ein paar Eindrücke. Wie viel Altbatterien könnt ihr da denn so pro Jahr insgesamt aufschmelzen? In Hoboken ist ein Industriestandort, den die Umicore hat. In Hoboken verarbeiten wir einerseits Schrotte, die von alten Katalysatoren kommen, beziehungsweise auch Electronic Waste. Die Kapazität, die wir vor Ort haben, ist über 500.000 Tonnen. Für Batterien haben wir einen speziellen Schmelzofen aufgebaut, der wirklich nur für Batterien dediziert ist. Und da haben wir eine Kapazität von rund 7.000 Tonnen. Das entspricht plus minus äquivalent 20.000 Elektroautos. Und das ist die heutige Kapazität, die wir haben. Unser Ziel ist es natürlich, eine größere Installation aufzubauen, die plus minus 10 bis 20 Mal größer sein wird. Aber dafür müssen natürlich auch die Rahmenbedingungen stimmen. Dann gib uns doch mal einen Überblick, welche Batterien recycelt ihr denn dort heute schon? Also welche Arten, welche Zellchemien sind da kompatibel? Also der Fokus heute ist auf NMC-Batterien. Das heißt, wir haben schon mit dem Programm Altbatterien zu recyceln in 2004 begonnen, haben dann eine Pilotanlage, also die Anlage in Hoboken 2011 aufgebaut und haben am Anfang mit eher Consumer Batterien gearbeitet. In 22 sind wir dann fokussiert auf Elektroautos umgestiegen und NMC-Chemien. Warum? Ist der Elektroautomarkt der größte Markt, der in der Zukunft auch sein wird in Bezug auf Batterien. Und der zweite Element ist, dass NMC-Chemien auch wirtschaftlich recycelt werden kann.
Weil es geht sich ja darum, dass man am Ende des Tages nicht nur allein die Rohmaterialien wieder rausholen kann, aber auch, dass man es wirtschaftlich machen kann. Jetzt kommt Werbung. Daniel, in diesem Podcast sprechen wir ja oft darüber, wie man als E-Auto-Besitzer auch das Stromnetz stabilisieren kann und dabei sogar noch Geld verdienen kann. Ich kann das hier nicht oft genug sagen im Podcast. Das Entladen der E-Auto-Batterie ins Stromnetz, das wird noch der entscheidende Schritt unserer Energiewende. So, und jetzt ist der Energieversorger O-Strom hier einen entscheidenden Schritt vorangegangen. O-Strom hat neben seinem dynamischen Tarif jetzt ein sogenanntes virtuelles Kraftwerk namens NeoGrid AI entwickelt. Damit kann sich praktisch jeder E-Auto-Besitzer ab sofort smart verbinden. Mit der Teilnahme, da stellst du die Flexibilität deiner E-Auto-Batterie dem Stromnetz zur Verfügung. Das funktioniert quasi wie bidirektionales Laden, nur dass du nicht physisch entlädst. Stattdessen stellt O-Strom dem Netz die Strommenge virtuell zur Verfügung, die zuvor für deinen Ladevorgang geblockt wurde. Dabei achtet O-Strom natürlich jederzeit darauf, dass du am nächsten Morgen dann deinen gewünschten Ladestand hast. Ja, und technisch funktioniert das Ganze ganz hervorragend. Aber naja, Daniel, du kannst dir vorstellen, jeder fragt sich natürlich, wie viel Geld mein E-Auto am Ende genau erwirtschaftet. Und das Gute hier ist, O-Strom geht hier den Weg der kompletten Transparenz. Anders als vielleicht andere Anbieter. O-Strom liefert nämlich den Strom ohne hohe Gewinnaufschläge mit monatlicher Kündigung und rechnet wirklich jede einzelne Kilowattstunde beim Laden ganz transparent zum jeweiligen Börsenstrompreis ab. Also keine Abo-Fallen, keine versteckten Aufschläge. Du zahlst tatsächlich nur diese 6 € Verwaltungsgebühr im Monat und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also perfekt für all diejenigen da draußen, die das Ganze mal selbst durchrechnen wollen. Ja, liebe Hörer, wenn ihr zu Profiteuren der Energiewende werden wollt, könnt ihr mit O-Strom das Netz unterstützen und dabei eure Ladekosten senken. Und wenn ihr noch kein E-Auto habt, naja, dann fangt doch erstmal mit dem normalen dynamischen Stromtarif an. Mit dem Bonuscode GELADENPOD bekommst du jetzt einen Bonus von bis zu 300 € im ersten Jahr, den du dann auf deine Stromrechnung anwenden oder im O-Strom Store ausgeben kannst. Also wechselt jetzt zu O-Strom, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Cedric, ich muss dich das an dieser Stelle fragen. Wir tun ja immer so, als wenn wir beim Thema E-Auto jetzt endlich oder beim ganzen Elektrifizierung sozusagen die Abhängigkeit von den fossilen Ländern irgendwie stoppen und dass wir dann komplett frei sind und dass wir sozusagen selber unsere Energie machen. Wenn man jetzt das E-Auto mitsamt seiner Batteriechemie anschaut, dann ist das eben doch nicht so unabhängig, wie wir uns vielleicht wünschen würden, oder? Ja, ich sag mal, ich habe gestern noch eine Statistik gelesen. Also wenn man den Verbrennerauto schaut und das Öl sich anschaut, also wir importieren in Europa plus minus 95% des Öls, was wir benutzen. Das kommt vielleicht von 20, 30 verschiedenen Ländern. Aber was man im Moment sieht, ist eine Entwicklung, dass wir die LFP-Batterien hauptsächlich nur von einem Land einziehen. Und da stelle ich mir zwischendurch die Frage, wie steht das dann überein mit dem Critical Raw Materials Act, die nach Autonomie und Unabhängigkeit fragt? Ist das, was Europa möchte? Und da muss man sich eben auch die Frage stellen, wie machen wir sicher, dass die Automobilbranche, die einer der Top 4 Arbeitgeber ist hier in Europa, noch immer am Leben bleibt. Und dass wir das Glas, was wir nötig haben, den Stahl, den wir nötig haben, aber auch die Batterie, die wir morgen nötig haben, auch hier vor Ort noch immer produzieren. Wie steht ihr denn zu den LFP-Batterien? Wir wissen ja, da kommen ganz, ganz tolle Innovationen aus China, auch nach Europa. Wir wissen aber gleichzeitig, die könnt ihr jetzt sozusagen im betriebswirtschaftlichen Fenster nicht recyceln. Das ist kein Business Case für euch. Gleichzeitig haben wir aber die Kosten, die Umweltkosten dieses Batterierecyclings. Es trägt nur keiner. Wie steht ihr dazu? Wir haben in das Podcast begonnen, dass wir über Nachhaltigkeit sprechen. Und es gibt ja auch durch die Regulation, die Europa auch den Autoherstellern auferlegt, eine Herstellerverantwortung. Und was wir im Moment sehen, ist, dass wir LFP-Batterien wirtschaftlich nicht recyceln können. Das heißt, da wird jemand für gerade stehen müssen am Ende des Tages. Und die Rechnung, die wird noch kommen. Aber das ist 2 Sachen. Also einerseits, wer wird die Kosten übernehmen? Aber auf der anderen Seite, wo ist die Produktionskette? Und da sehen wir eben den Vorteil von einer NMC-Batterie, weil da haben wir hier in Europa schon Ansätze von den einzelnen Elementen in der Produktionskette. Und wir möchten eben dies unterstützen, dass wir diesen Kreislauf hier in Europa auch schließen können und auch dadurch die Unabhängigkeit sichern können hier in Europa.
Ja, ich muss trotzdem nochmal nachfragen, weil die LFP-Batterien zu recyceln, das ist jetzt kein Business Case. Es ist offenbar irgendwie schwieriger. Da würde man das Eisen, das Phosphor irgendwie rauskratzen oder wie? Und dann wieder zurück in die Batteriewirtschaft reingehen, die ja auch im Moment nicht existiert. Warum sollten wir LFP-Batterien recyceln für eine Automobilwirtschaft und eine Zellherstellung, die ja auf NMC im besten Fall ausgelegt ist? Insofern, ich verstehe es nicht ganz. Es gibt mehrere Elemente. Ich glaube, A muss man einen Schritt zurückgehen. Warum wurden LFP-Batterien in China entwickelt? Weil LFP-Batterien an sich eine relativ kleinere Energiedensität haben. Aber in China fährt man auch kleinere Distanzen im Vergleich zu Europa. Klar ist eine LFP-Batterie billiger im Einkauf. Das Problem ist aber, dass man kaum eine LFP-Batterie recyceln kann von wirtschaftlicher Seite aus her. Weil das einzige Element, was in einer LFP-Batterie wirklich Wert hat, ist das Lithium. Und das reicht einfach nicht aus. Und wenn man das dann vergleicht, dann muss man sich schon die strategische Frage stellen, von Europa aus auch her, was möchte man? Möchte man abhängig sein von einer Produktionskette, die im Moment hauptsächlich über Asien läuft? Oder wollen wir hier vor Ort eine Produktionskette aufbauen, wo wir diese kritischen Rohmaterialien über und über wieder in einer neuen Batterie einsetzen können? Ich habe ehrlich gesagt nur so ein bisschen Angst davor, dass das jetzt münden könnte. Wenn jetzt ein Politiker hier zuhört, dann würde der denken, die Umicore-Leute wollen sozusagen den chinesischen E-Auto-Herstellern mit LFP-Batterien eine Fee aufersetzen, die dann das E-Auto teurer macht, aber dann das Recycling dieser LFP-Akkus irgendwie bezahlt oder refinanziert. Das kann es ja dann auch nicht sein, oder? Es ist der Fall, weil nämlich die Extended Producer Responsibility, die Herstellerverantwortung, verpflichtet ja den Hersteller, der ein Produkt auf den Markt bringt, den kompletten Lebenszyklus abzudecken. Das heißt auch das Recyceln. Wir müssen ja sicher gehen, dass wenn wir ein Produkt auf einen Markt bringen, dass wir dies nachhaltig machen. Und das heißt, die Kosten, die dafür entstehen, müssen auch in diesem Produkt eingerechnet werden. Und ich glaube, da ist es schon kritisch, dass wir danach schauen, dass wir einerseits Design for Recycling haben. Das heißt, wie kann man Batterien effizient recyceln, egal welche Chemie dahinter steckt. Aber auch, welche Chemie oder welche Komposition macht Sinn, dass man es am Ende des Tages auch wirtschaftlich recyceln kann. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil die Frau Schwich hat uns im anderen Podcast ein bisschen sozusagen heiß drauf gemacht, dass der hydrometallurgische Weg ohne die Pyrometallurgie ein bisschen anders aussieht. Da kann man Lithium beispielsweise einfacher zurückgewinnen. Cedric, jetzt gehen wir mal wirklich rein in jedes einzelne Element. Also, wie viel Lithium könnt ihr da rausholen? Was passiert mit Aluminium, mit dem Graphit, mit Kupfer, Nickel und Kobalt? Aber meine erste Frage ist, was passiert denn eigentlich mit dem Elektrolyt? Wird der auch irgendwie, verbrennt der auch oder was passiert da? Das ist eine gute Frage. Und wenn man den Hochofen aufschneiden könnte und sich den mal so seitlich anschauen könnte, dann sähe man an sich 3 Fraktionen. Also unten findet man die Legierung, das ist das schwerste Element. Und in dieser Legierung findet man das Nickel, Kobalt und Kupfer. Dann darüber gibt es die Schlacke. In der Schlacke findet man das Aluminium und das Mangan zurück. Und darüber gibt es dann die Flugasche und in der Flugasche findet man das Lithium zurück. Das sind diese 3 Fraktionen, die man in diesem Ofen sehen würde, wenn man den so mal kurz aufschneiden könnte. Trotzdem hänge ich gerade so ein bisschen, in welchem Aggregatzustand kriegt man die denn zurück? Also stelle ich mir vor, ihr kriegt dann da irgendwann einen erkalteten, erstarrten Kupferbarren oder Kobaltbarren oder wie stelle ich mir das vor? Ist das als Pulver oder als Stück, als festes Metallstück? Die Legierung dieses Flüssigmetall wird dann in einen Kessel gegossen. Da wird es dann erstarrt. Dieser Kessel oder diese Legierung wird dann danach verpuffert. Also es wird dann zu einem Feinstaub gemacht. Und dieser Feinstaub geht dann in die Hydrometallurgie, um dort dann verfeinert und aufbereitet zu werden in Batteriesalze. Also so kriegt ihr die dann sozusagen voneinander getrennt. Jetzt gehen wir mal 2 Schritte zurück, Cedric. Welche Batteriechemien sind denn grundsätzlich gut kombinierbar? Also jetzt sprechen wir zum Beispiel mal von der Kombination von NMC und LCO. Da wissen ja unsere Podcast-Zuhörer, LCO, das sind jetzt die Batterien, die wir in den Handys haben. NMC könnte E-Auto-Batterie sein, könnte irgendwas Mobilitätstechnisches sein. Oder auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel LFP und NMC zusammengießt, das ist tatsächlich dann eher schwierig, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Solange wir in der NMC-Chemie bleiben und sei es jetzt
LCO oder NMC, und da gibt es ja auch mehrere Varianten, funktioniert die Pyrometallurgie sehr gut. LFP ist eben eine ganz andere Chemie, und was wir da auch hauptsächlich sehen, dass man einen anderen Ansatz haben muss, um dies wieder aufzuarbeiten. Und wir können zwar einen kleinen Teil LFP in unserem Prozess einsetzen, aber unser Fokus bleibt eben auf NMC-Chemien. Wir haben uns ja in dem letzten Podcast mit Lilian Schwich auf die Fahnen geschrieben, wir möchten Pyrometallurgie nicht ausspielen gegen die Hydrometallurgie. Aber so wie ich dich jetzt verstanden habe, geht Hydrometallurgie ganz alleine. Pyrometallurgie geht aber nicht ohne die Hydrometallurgie. Ist das richtig? Ist fast richtig, sage ich mal so. Also es gibt zwei große Prozesse, oder den gängigsten Prozess ist, eine Altbatterie oder Produktionsabfälle zuerst zu shreddern, zu einer Black Mass zu machen. Meistens muss diese Black Mass auch durch eine Pyrolyse, und dann geht sie in die Hydrometallurgie. Bei uns ist es so, dass wir, wie gesagt, entweder Module, Zellen oder auch diese Schwarzmasse direkt in unseren Ofen einsetzen können, und dann gehen wir in eine kleine, effiziente Hydrometallurgie auch ein. Also beides ist notwendig bei uns. Also man hört ja oft Pyro gegenüber Hydro, und wir sagen, ja, wir haben auch Hydro. Es ist an sich die Frage, wo regelt man die Komplexität? Wo geht man damit um, mit den einzelnen Mischelementen, die in der Batterie drin sind? Weil eine Batterie, das muss man ja auch nicht vergessen, eine Batterie ist so ein kleines Chemiewerk, weil da steckt schon einiges drin. Und man muss mit all diesen Komponenten eben umgehen können. Und die Frage ist immer für jeden Recycler, wo geht man damit um? Mir kommt es gerade so vor, als wenn Scilab und Umicore eigentlich die perfekten Partner füreinander wären, wenn diese Prozesse super integrierbar sind. Kannst du nachher mal drüber sprechen. Cedric, jetzt kennen unsere Hörer diese ganzen tollen neuen Startups in der Hydrometallurgie, zum Beispiel ToZero oder Scilab oder so. Wir wissen alle, ohne die Pyrometallurgie geht's jedenfalls heute nicht, vielleicht auch morgen noch nicht. Gibt es denn da auf der pyrometallurgischen Seite genauso viele Innovationen und neue Startups, die vielleicht uns nicht bekannt sind? Klar, es gibt jede Menge Startups und es gibt jede Menge Unternehmen, die versuchen natürlich ihren Weg zu finden in Batterierecycling. Die Pyrometallurgie braucht natürlich auch eine gewisse Menge und Skalierung, um effizient zu sein. Und deshalb kommt es auch so, dass Spezialunternehmen wie Umicore dies leisten können. Und wir haben auch über die letzten Jahre mehrere Innovationen machen können. Wir haben über 30 Patente jetzt auch da stehen, die spezifische Prozessabschnitte absichern, weil wir sie auch erfunden haben hier in Europa. Und das Ziel ist ja auch, dass wir dieses Recycling hier in Europa vollständigen können, dass wir hier vor Ort die Kreislaufwirtschaft schließen können, dass wir hier eben diese kritischen Rohstoffe halten können, um die Unabhängigkeit zu garantieren, aber auch die grünen Ambitionen, die wir haben, auch zu erleben. Ja, das ist ein tolles Thema, was du gerade ansprichst. Das haben wir mit Lilian auch sozusagen bis zum Ende durchdekliniert. Es ist ganz, ganz wichtig, dass es überhaupt Batterierecycling in Deutschland oder hier in Europa eben gibt, damit wir die Metalle hier im Kreislauf behalten. Jetzt kommen wir trotzdem nochmal auf das Lithium zu sprechen. Da hat eben auch Scilab hier im Podcast dargestellt, dass es ganz toll ist, dass man das wieder rauskriegt. Ich war damals so ein bisschen skeptisch, gebe ich zu, weil sozusagen das Lithium aus den Batterien rauszuholen ja doch das, ich sag mal, irrelevanteste eigentlich ist neben dem Graphit, weil diese Elemente gar nicht so teuer sind am Ende. Es geht ja eher um die Nickels, die Kobalts und die Kupfers beispielsweise. Insofern, jetzt habe ich mitgekriegt, ihr habt auch eine Möglichkeit, Lithium eben in dieser Flugasche wieder rauszuholen. Hand aufs Herz, bei irgendwie $10.000 pro Tonne Lithiumcarbonat. Ist das eigentlich so wichtig am Ende? Jedes Metall ist wichtig, weil auch um neue Batterien zu machen, braucht man natürlich auch unter anderem Lithium. Und das ist ein kritisches Rohmaterial. Und die Batterieverordnung hier in Europa schreibt auch ganz genau vor, dass man Minimum für 80% zurückholen muss. Das heißt, unabhängig von dem Preis gibt es auch eine Vorschrift, die es sagt, klar und deutlich, dass man das zurückholen muss. Wir schauen natürlich auf alle Metalle und schauen auf eben alle kritischen Rohmaterialien, die definiert worden sind, und machen sicher, dass wir diese zurückholen hier vor Ort in Europa. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, dass die Pyrometallurgie eigentlich eine rosige Zukunft hätte, wenn man sie zum Beispiel nach China exportiert, wenn man auch mal den chinesischen Zellentwicklern und Herstellern dort schmackhaft machen würde, dass man direkt ein Umicore China direkt sozusagen an eine CATL oder BYD
Zellhersteller sozusagen andockt und dort Haus- und Hofrecycler wird. Gibt es solche Pläne bei euch? Wir schauen uns natürlich den globalen Markt an. Also unser Hauptfokus ist im Moment Europa. Warum? Weil auch einerseits NMC-Batterien hauptsächlich hier in Europa eingesetzt werden und wir hier vor Ort natürlich die Erfahrungen und Kompetenzen haben. Wo die Reise danach hingeht, das schauen wir mal. Der Punkt ist schon, und das ist, glaube ich, der wichtige Ansatz, ist, es geht sich ja nicht nur allein, dass wir Altbatterien und Produktionsabfälle haben, sondern wir müssen auch einen Abnehmer finden für unseren Output. Und das ist auch schon relativ kritisch, denn das ist auch im Moment ein Problem in Europa, weil es gibt kaum Unternehmen, die PCAM bzw. CAM produzieren können, wo diese Batteriesalzen wieder eingesetzt werden können. Also für uns ist es schon wichtig, dass wir dies in Europa aufbauen können, um diesen Kreislauf schließen zu können. Ja, aber ich sage das nur deshalb, weil in China gibt es diese Unternehmen. In China gibt es Zellhersteller, die einfach so viel Output haben, dass sie eben auch so viel Ausschuss hätten eben für eure Anlagen. Man muss eins nicht vergessen, dass die dominante Chemie in China hauptsächlich LFP ist. Und dafür muss man an sich einen anderen Prozess aufbauen, um dies effizient zu machen. Das heißt, der Punkt ist, China oder nicht China, USA oder nicht USA. Es ist immer die Frage, okay, was ist die einzelnen Chemien oder die dominante Chemie, die vor Ort gebraucht wird? Und wie macht man das auch wirtschaftlich? Und hier ist eben unser Fokus auf NMC-Chemien. Und wir haben natürlich unsere Erfahrung hier in Europa. Und das ist auch da, wo im Moment unser Fokus liegt. Jetzt hast du es ja gerade, ehrlich gesagt, abgesägt, warum in China die Pyrometallurgie nicht entstehen wird. Offenbar gibt es das da drüben auch nicht. Deswegen hatte ich gedacht, es wäre vielleicht eine Innovations- oder eine Business-Chance. Ganz blöde Frage mal, Cedric, wie machen denn die Chinesen eigentlich Batterierecycling? Wie ist deren Ansatz? In Europa ist es so, dass Altbatterien potenziell auf Modulebene runtergearbeitet werden und diese Module werden dann geschreddert und dann hast du eine Black Mass und die Black Mass geht dann in diese Hydrometallurgie. Was sie in China machen, ist hauptsächlich, dass sie noch einen Schritt weiter gehen. Die gehen auf Zellebene und so weiter, noch viel kleiner, bevor die das in den Schredder reinschmeißen. Das Problem ist, dass man so etwas in Europa oder auch in den USA wirtschaftlich gar nicht machen kann, weil das wird alles sehr manuell gemacht. Das ist ja interessant. Wir haben auch im Übrigen noch gar nicht darüber gesprochen, wie das in Europa aussieht. Also diese manuelle Demontage, wie man die Batterien so ein bisschen sozusagen, wie man die Module einzeln rausholt. Wie sieht denn das konkret aus? Sind das in Europa schon längst Roboter, die das irgendwie automatisch machen? Oder sind das wirkliche Menschen, die die einzelnen Packs auseinanderbauen? Also die meisten Batterien und Packs, die werden heute noch manuell auseinandergenommen. Die werden in den einzelnen Orten, die es gibt, oder in der einzelnen Shreddingsanlage zuerst entladen und dann auseinandergenommen. Und diese Module werden dann in den Schredder reingesetzt. Ja, ist interessant, hätte ich vorher gar nicht gedacht. Ich habe schon mal gehört, dass es irgendwelche Startups gibt, die irgendwie die einzelnen Elektroden sozusagen vom Ableiter runterkratzen oder sowas, ohne dass man überhaupt recyceln muss, sondern dass man im Prinzip nur noch sortieren muss. Ist das auch jetzt im Kommen? Die Frage ist immer, was ist wirtschaftlich und was ist auch effizient in der Hinsicht? Und wiederum da mit unserem Ansatz von der Pyrometallurgie sagen wir brauchen das nicht. Warum? Weil eben in der Pyrometallurgie wir fähig sind, die einzelnen Atome automatisch chemisch in die einzelnen Fraktionen reinzudrücken. Und das ist eben der Vorteil, weil Sie sagten, okay, wir müssen das abkratzen. Klar, wenn Sie einen anderen Prozess haben, dann müssen Sie einen sauberen Input haben. In der Pyrometallurgie ist es so, dass man eben den Ofen seine Magie machen lässt, um eben das für uns zu tun automatisch. Ja, was mich wieder zur ersten Frage zurückbringt, da vielleicht kannst du darüber noch kurz reden, Cedric. Wie viel Gesamtenergie braucht man denn jetzt eigentlich zum Betrieb eines Hochofens? Wo kommt denn eigentlich diese Energie her? Und vielleicht nutzt ihr irgendwie die Abwärme oder so schon bei euch da bei den Anlagen?
Der Prozess ist autogen, das heißt, wir benutzen wirklich die Energie, die in der Batterie drin sitzt, und wir benutzen eben das Elektrolyt und Graphit, um diesen Hochofen am Laufen zu halten. Und die extra Wärme benutzen wir auch und wird auch abgefangen. Also wir versuchen wirklich so effizient wie möglich zu arbeiten, um zu vermeiden, dass wir hier Energie verbrennen, unnötig verbrennen. Cedric, letzte Frage in diesem Podcast. Das hat uns ein Hörer geschrieben. Bitte fragt nach, ob sich denn dieser Recycling-Pyrometallurgie-Ansatz überhaupt lohnt. Also Cedric, ich weiß, du kannst jetzt wahrscheinlich nicht über konkrete Zahlen sprechen, aber man fragt sich natürlich, ist das ein sehr, sehr, sehr geiler, lukrativer Ansatz, den ihr da verfolgt, oder ist das etwas, was sich so gerade eben überhaupt refinanziert? Die heutige Situation ist ja, dass wir vor Ort eine Pilotanlage haben, und wir benutzen diese Pilotanlage eben auch als Testanlage, weil unser Ziel ist es ja, eine Großanlage aufzubauen, und heute nutzen wir diese Zeit, um den Prozess so robust wie möglich zu machen. Denn wenn wir einmal diese Großanlage aufbauen, dann ist es ja für die nächsten 40, 50 Jahre. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, dass wir auch nach allem geschaut haben, damit das robust ist. Das heißt, der heutige Prozess ist nicht gewinnbringend, aber das ist noch immer ein interessanten Business Case für die Zukunft. Und deshalb arbeiten wir auch schon so lange daran, weil wir sehen, dass wir da absolut dies wirtschaftlich machen können mit einer Großanlage. Und heute nutzen wir eben diese Zeit, um all Elemente zu testen, zu Stresstesten, wie wir das nennen, um wirklich zu sicher zu gehen, dass wir bereit sind, wenn auch der Markt bereit ist. Und da drücken wir natürlich ganz, ganz kräftig die Daumen. Das war Cedric Demonty von der Firma Umicore. Liebes Publikum, jetzt seid ihr dran. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Batterie-Recycling-Ansatz mit der Pyrometallurgie, was ihr davon so haltet. Hat das eine rosige Zukunft hier in Europa? Falls ja, warum? Falls nein, warum nicht? Vielen Dank für deine Zeit, Cedric. Wir sehen uns hier am nächsten Sonntag wieder. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.